Pakistan. Ein Land, von dem wir viele negative Schlagzeilen hören. Sollen wir wirklich durch dieses Land reisen? Immerhin ist das doch gefährlich hier, oder? Wurde nicht Osama Bin Laden hier vor einigen Jahren erschossen? Und dürfen wir überhaupt alleine, ohne Polizeieskorte, hier reisen? Wir hatten keine Ahnung, wie Pakistan wirklich ist, welche Begegnungen auf uns warten, wie einzigartig die Landschaften und wie verzweifelt wir in aussichtslosen Situationen sein können. Fuck, er hat so leicht panisch. Aber wie immer versuchen wir unser eigenes Bild von diesem Land zu machen. Land Nummer 23. Wir sind in Pakistan und wir fahren auf der linken Seite. Ich glaube, wenn ich in den ersten Kreisverkehr reinfahre, kriege ich einen Kurzschluss, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Der Kontrast zu China ist hier echt krass. Die Menschen beginnen uns so freundlich und grüßen uns und es ist aber wieder ganz ein anderes Land und wir freuen uns jetzt richtig drauf. Wow, guck dir das mal an. Unser erstes Ziel ist es, vom höchsten Grenzübergang der Welt nach Gilgit zu kommen. Beim Anblick dieser riesigen Felswände stockt uns der Atem. Was für fantastische erste Momente in diesem Land. Ich meine, wir haben halt die letzten Jahre in den Alpen gelebt, ne? Aber wenn man so eine Wand sieht, das ist ja unglaublich. Das sind ja alles 7000er da vorne. Boah, da fühlt man sich einfach so klein. Uns geht heute das Auggrinsen nicht aus dem Gesicht. Salam alaikum. Salam alaikum. Wir haben hier gerade ein unfreiwilliges Fotoshooting. Da kam gerade der Fotograf so, you have to stand there, du musst da hinstehen, du musst da, mach erst die Pose, mach die Pose. Genau der. Mit seiner Feder, Alter. Ein witziger Typ, dieser Fotograf. Und wer sich gefragt hat, wer die anderen Radfahrer sind, wir haben unseren niederländischen Freund Mitchell wieder getroffen, den wir damals in Armenien kennengelernt haben. Und ein weiteres deutsches Radreisepaar, Pia und Baldur. Wir sind mit ihnen am ersten Tag ein Stück zusammengefahren. Wir sind hier gerade in einem richtig langen Tunnel. Wir fahren schon seit, keine Ahnung, 5 bis 10 Minuten, oder? Und es ist noch lange kein Ende in Sicht. In China hatten wir die besten Tunnel überhaupt, beleuchtet, über Straßen und sowas. Und ja, ich filme gerade nach vorne, aber wenn man nach hinten filmt, da ist absolut nichts. Und das schaut so aus, als würde das nichts einen verfolgen, weil wir natürlich auch eine Geschwindigkeit haben. So, auf in den nächsten Tunnel. Boah, es ist kalt hier draußen. Schnell wieder rein in den Tunnel, da ist es warm.
In Aliabad angekommen geht es für uns erstmal mit dem Bus hin und zurück in die Hauptstadt nach Islamabad. Denn hier beantragen wir vorzeitig das Visum für Indien. Aufgrund der langen Bearbeitungszeiten wollen wir nicht warten, bis wir die Hauptstadt mit dem Fahrrad erreichen. Und sobald die Busse zur Essenspause halten, beginnt das Chaos. Das nennt man wohl Kulturschock. Wir stehen nur blöd herum und haben absolut keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Und in diesem Gewimmel wurden wir von jemandem nach Karimabad eingeladen. Per Anhalter auf der Ladefläche vom nächstbeliebigen Auto. Das ist hier die einfachste Möglichkeit, um von A nach B zu kommen. Yeah. But we call it chapshuro. Chapshuro. Yeah. Ah, yeah. Thank you. Jetzt sind wir hier irgendwo in Pakistan und hier gibt es Spätzle. Spätzle. Ja, wurden eingeladen von den netten Herren. Thank you so much for your, that you show us everything here. Und der komische Kai ist auch dabei wieder. Wir zeigen uns hier die lokale Küche und wir sind gerade in Karimabad. Das ist wirklich wunderschön hier. Ja, wegen solchen Abenden machen wir halt die Reise. Das ist echt richtig schön. Juhu. Das Indien-Visum ist beantragt, hoffentlich geht's durch. Oh, ich hoffe. Hier haben wir jetzt die Nacht verbracht und uns Räder auch hier gelassen, weil wir in Islamabad waren. 3 Euro die Nacht. 3 Euro die Nacht, das ist einfach crazy. Für 3 Euro muss man natürlich ein paar Abstriche machen. Hier zum Beispiel fehlt ein Fenster. Im Bad auch, aber der Ausblick ist halt... What? Und es gibt halt keinen Strom und kein Warmwasser. Ja, ich hätte gerne wieder mal eine warme Dusche, das wäre so geil. Aber jetzt Sonne scheint, Berge sind da. Auf geht's. Wir sind ja jetzt schon seit einigen Monaten in den Bergen, aber das hier wirklich, das macht mich nochmal sprachlos. Ich weiß nie, ob ich schon mal so was Schönes gesehen habe. Diese bunten Bäume, diese riesigen weißen Gipfel. Es ist wirklich, es ist unglaublich. Solche Sägewerke sieht man überall an der Straße. Guck mal vorbei. Egal ob Handwerker oder sonst wer, alle grüßen uns und haben ein Lächeln auf den Lippen. Solch eine Lebensfreude haben wir hier nicht erwartet. Aber es ist so ansteckend. Ich habe gerade rausgefunden, das ist der Berg Rakaposhi und er ist 7788 Meter hoch. Also fast ein 8000er. Schon krass, der begleitet uns jetzt schon ein paar Tage immer wieder. Was für eine Wand! Boah! Wow!
Wo sind wir hier? Also das mit dem Rechtsfahren, ich bin so bescheuert. Ich fahre dauernd rechts. Gerade hast du es aber auch verkackt. Ja. Haha! Bis dann die Leute hupen und denken, was haben sie denn? Ich grüße auch zurück und dann scheiße, ich fahre ja rechts. Wir waren gerade wieder essen und sind richtig voll geworden. Und wir zahlen halt pro Person nicht mal 1 Euro, ne? Das ist schon echt krass. Schmeckt auch gut, ne? Wir hatten so eine Art Gulasch und Dal und Brot dazu, also echt viel, ne? Aber es ist echt so günstig. Gut für uns, das können wir mal ein bisschen sparen hier. Letzten Diesel haben wir uns richtig viel Geld gekostet. Ich glaube, wir haben mittlerweile schon 1000 Euro Visa ausgegeben. Boah, das schmerzt aber. Ich weiß echt nicht, was Pakistan mit mir macht. Ich habe seit Stunden, also heute den ganzen Tag schon so ein Dauergrinsen im Gesicht. Es ist einfach so unglaublich schön. Die Menschen erwidern einfach, was du so fühlst irgendwie. Keine Ahnung. Ich winke, sie winken zurück, sie lächeln zurück, wenn sie es nicht eh schon machen. Und das ist so ein krasser Kontrast zu China. Die Menschen sind so nett. Dann, ja, diese weißen Berge, im Hintergrund sieht man es. Überall aber. Ne? Weiße 7000er, diese herbstlichen Berge und trotzdem fühlt sich es momentan schon ein bisschen tropisch an, weil es recht warm ist heute und die Pflanzen so ein bisschen und dieses Vorfreudegefühl, dass wir bald Affen sehen. Wir sind so weit in Fahrt gefahren, dass wir Affen, ich freue mich so auf Affen. Oh, die Kamele sind durch, jetzt kommen die Affen. In dem Moment, jetzt gerade, würde ich sagen, heute ist einer der glücklichsten Tage in meinem Leben. Ja. Und ich weiß aber nicht warum. Ja, ist bei mir genauso. Ich fühle mich so glücklich und so dankbar für das alles hier. Ich finde das einfach, heute ist echt ein richtig besonderer Tag. Es ist wirklich so schön. Ich krieg das Lächeln nicht mehr raus. Das ist so. Ich finde es auch unglaublich faszinierend, ne? Wir stehen jetzt quasi neben der alten Seidenstraße. Die ist da oben zum Beispiel im Zickzack. Ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das in den 50er Jahren haben die gesagt, oder? Ja, in den 50er Jahren haben sie es so breit gemacht, quasi, dass ein Jeep drauf Platz hat. Davor war das quasi nur für Pferde und Esel und so gemacht. Das muss ich euch mal, also ich zeig's euch mal. Das ist halt wirklich, das ist diese kleine Linie, die da entlang läuft. Das gibt's doch gar nicht. Und da geht's im Zickzack hoch. Und da oben sieht man auch so eine kleine Brücke. Ey, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist wirklich... Die haben das direkt in die Felswand reingemauert. Geht nach Italien, also wir können uns auf den Heimweg machen. Außerdem sind wir heute spontan zu einer pakistanischen Familie eingeladen worden, welche hier lebt. Kati, eine unserer Followerinnen, hat uns auf Instagram kontaktiert, dass sie die Familie kennt und diese sich über einen Besuch freuen würden. So, wir sind jetzt bei der lieben Familie angekommen. Jetzt gibt es gerade frischen Granatapfel aus dem Garten. Thank you so much. Ja, wir wurden echt richtig nett empfangen und es gab Mehl auf die Schultern. Als traditionelles, wie heißt das? Willkommensdings. Ja. Look like a Prince Harry. Thank you. Ja, schaut ganz gut aus. Ja. Moin. Bin hier in der traditionellen pakistanischen Kleidung. Die unterscheidet sich zum Kragen. Also in Afghanistan haben sie keinen Kragen, ansonsten ist alles gleich. Das ist halt quasi so ein Umhang mit so 2 Dingern, oder? Ja. Und so eine übel die Schlapperhose, die eigentlich so breit und dann voll festzieht.
Cool. Thank you for showing me. Ja. Fescher Mann. Ziemlich cool. Hier haben wir jetzt eine Tasse Tee mit Salz. Das trinkt man hier wohl so. Schauen wir mal. Okay. Schmeckt ein bisschen nach Suppe. We will drink it, but it's okay. It's okay. Ui. Franzi ist auch ganz traditionell eingekleidet. Sieht echt ziemlich cool aus. Also könnte fast eine Hochzeit sein. Ja. Hallo. Hey, hey. Hallo. Ah, hey. Jetzt treffen wir dich auch mal. Ja. Das ist unsere Followerin, wodurch wir die Einladung bekommen haben. Boah, war das nett mit denen. Richtig, richtig schön. Was für eine herzliche Familie, wo wir waren. Und die haben uns noch am Ende beschenkt. Ich durfte meine Mütze behalten, was ich echt nicht wollte. Ich habe gesagt, hey, bitte behalt's. Und die wollten mir auch den ganzen Anzug schenken. Und jetzt haben wir beide eine Mütze bekommen. Und jeder jeweils ein Portemonnaie selbst gemacht. Und So Wandteppichbilder. ja, wohin damit? Ich konnte es echt nicht ablehnen. Aber es war echt super nett mit denen. Es war so schön. Also wirklich, Ja. was für ein Tag. Und es gab einfach 3 Gänge. Also am Anfang Granatapfel, dann Pommes mit Hühnchen. Wir dachten schon, das ist das Essen. Dachten so, okay, wir müssen viel Brot essen, damit wir ja satt werden. Und dann war so, das war erst die Vorspeise. Wir beide so, was? Ich habe echt 3-mal nachgefragt, weil ich es nicht geglaubt habe. Dann gab es Reis mit Hühnchen und Nudeln. Und das war. Das war sehr lecker. Dann gab es einen richtig fetten Kampf noch, dass wir Geld geben wollten. Ja, Ja. das nicht angenommen wurde, aber Auf jeden Fall vielen lieben Dank an die Kathi, eine unserer Followerinnen, die das hier möglich gemacht hat. ja, Die hat es nämlich organisiert, weil die ist in guter Verbindung mit dem Schan. genau, und der ganzen Familie. Ja, genau. Morgen geht's dann noch zum Frühstück und dann haben wir keine Ahnung wohin. Wir wissen noch nicht. Salam alaikum. Guten Morgen. Es geht heute Morgen los mit modischer Kopfbedeckung. Ich liebe das Teil. Finde ich ein sehr schönes Gastgeschenk. Werde ich in Ehren halten. Aber besonders praktisch ist es nicht. Im nächsten Windstoß fliegt das Ding weg. Wir wissen, dass das der Freund ist in dem Laden. Deswegen haben wir jetzt gerade noch ein bisschen was eingekauft. Eine Jahresration Schokolade. Und ein bisschen Tee und Kuchen. Ja, ich glaube, das ist ganz gut so. Und wir waren gestern so ein bisschen, die machen uns Gastgeschenke und wir haben gar nichts, haben uns ein bisschen schlecht gefühlt. Wir wollten auch was mitbringen, aber wir hatten gar keine Zeit. Ging gar nicht, weil der kam sofort an, hat es mitgenommen. Wir hatten gar keine Chance, irgendwo was einzukaufen vorher. Und wir haben einen Tag vorher beschlossen, dass wir überhaupt hier hinkommen. Es war alles sehr spontan jetzt. Ja, das fühlt sich gerade ein bisschen besser an. Und die gute Kathi, die uns das ja alles versorgt hat, unseren Aufenthalt, die hat uns auch Geld überwiesen. Und von dem Geld, ja, sollen wir auch ein bisschen was kaufen. Good morning. Hello. Good morning. Good morning. How are you? Good morning, good morning. Okay. You also good morning. Das ist hier die Tischdecke, die hier so ausgerollt wird immer wieder. Richtig praktisch eigentlich, ne? So Platz sparen, ne? So, wenn Ja. alles gegessen ist, ein bisschen wegkratzen, zusammen und dann. Ja, und dann hat man einfach Riesenräume, wo nichts drin ist. Ist richtig schön. Also Ikea wird hier nix. Nee. Wow. Thank you so much for the breakfast. Ja. Die sind hier auch Aga Khan. Ja, also Arachan, Also, die sprechen das okay. anders aus wie wir. Die sind hier auch Aga Khan Muslime, also sind nochmal anderes als also normale Muslime. Die beten auch nur 3-mal, also am Abend, in der Nacht und am Morgen. Und normale Muslime beten ja 5-mal. Und die gibt es in Tadschikistan eher, ne? Ja, in Tadschikistan und hier im Norden. Und im Norden hier sind ganz, ganz viele verschiedene Gruppierungen von Pakistan. Die sprechen andere Sprachen, also es gibt 20 Sprachen in Pakistan, das ist verrückt. Und sie sprechen ja auch alle 4 Sprachen. Also die Sprache, die sie zu Hause sprechen, Englisch in der Schule, also sie haben nur noch Englisch in der Schule seit 2000. Ja. Das ist wirklich
gut, weil alle hier ja, Englisch sprechen. gut Englisch sprechen. Was waren die anderen 2 Sprachen? Dann noch irgendwie eine die Dorfsprache? Ja, genau. Und dann Urdu quasi, Urdu, ja, genau. was die Nationalsprache Die ist. Nationalsprache. Und das Essen mit Händen wird langsam zur Gewohnheit. Man hat das so ein Stück Brot immer, ne? Und dann tut man das Ei irgendwie da rein. Und für uns halt sowas Besonderes. Ne? Die gucken uns an und denken sich, warum macht ihr darüber auf? Also, ist da ganz normal. Die Zeit mit der Familie war wirklich wunderschön, aber es beschäftigt uns auch sehr, weil wir haben nachgefragt, den ältesten Sohn haben wir gefragt, so hey, was braucht ihr, was fehlt euch? Und seine Antwort war einfach Möglichkeiten, Possibilities. Das ist irgendwie richtig hart zu hören, ne? Ja, weil, also Essen, da kommen sie schon klar, aber Die haben auch ein recht schönes Haus. ja, aber sie haben einfach nicht viele Möglichkeiten. Sie haben irgendwie so diese vorgegebene Linie, die sie nachlaufen müssen, weil sie keinen anderen Weg finden oder nehmen können. Schan, unser eigentlicher Gastgeber, will ja unbedingt nach Deutschland. Er versucht es jetzt schon ziemlich lange, aber es ist echt sehr schwer. Obwohl er einen brutal guten Abschluss hat und sowas. Ne? Er ist ja wirklich ein schlauer Mensch. Und die Schwester meinte halt, ihr habt echt ein schönes Leben, ihr lebt Abenteuer, könnt das machen, Ihr was ihr seid möchtet. frei, ja. Und wir versauern hier ein bisschen. Ne? Das ist echt... Krass zu hören. Aber wir haben dann auch gemeint, hey, wir müssen auch arbeiten in Deutschland. Das, was wir gerade machen, das ist nur eine kleine Phase des Lebens. Und das wirkt von außen, als wird man ein ganzes Leben lang halt nur reisen und sowas. Aber bei uns müssen halt alle Familienmitglieder arbeiten. Und bei denen arbeitet entweder einer oder halt wenige, um die Familie zu versorgen. Also die Frauen arbeiten da auch nicht in dem Gebiet. Ne? Sie dürfen auch nicht. Dürfen gar nicht. Sie würde gerne arbeiten, ne? Aber... Ja, sie hat jetzt den Bachelor gemacht, wird jetzt noch einen Master machen, aber sie darf am Ende gar nicht arbeiten. Aber von den Eltern aus hat sie gesagt, ne? Wegen den Eltern. Die Eltern würden es ihr nicht erlauben zu arbeiten. Sie quasi muss heiraten und als Hausfrau dienen. Also das sind wieder Erfahrungen, wo man so echt ins Grübeln oder so nachdenklich wird. Ich würde sagen, die haben es auch gut. Ja. Die sind nicht arm. Aber als Deutscher hat man einfach so viele Möglichkeiten. Ja. In der heutigen Zeit, ja. Oder ich habe so viele Gedanken im Kopf, so was ich dann nach der Reise machen möchte. Klar, ich bin Physiotherapeut, aber ich glaube, wenn ich nur Physiotherapie machen würde, dann wird es mich nie erfüllen. Es ist ein wunderschöner Beruf und sowas und ich will noch nebenbei was anderes machen, was mich so noch ein bisschen mehr erfüllt. Und die Möglichkeit habe ich einfach. Da können wir echt verdammt dankbar sein, dass wir in Westeuropa wohnen, wo uns alle Türen offen stehen. Man muss nur was draus machen. Ja, wir versuchen das irgendwie für uns einzuordnen, aber ich finde es ganz schwer irgendwie das einzuschätzen, weil wir sind ja auch nur ein kleines Stück vom Land und die Familie verhält sich auch anders. Ich meine, es sind Gäste da, vermutlich kochen sie auch besseres Essen für uns extra und sie wollen ja das Gesicht wahren und so. Ja, ne? genau. Das Ist alle, ja bei uns auch so, wenn wir Gäste haben, dann schreien wir unsere Geschwister nicht an oder ja. streiten oder so. Ich glaube, sonst streiten die sich den ganzen Tag. Ja, so haben sie es halt schon auch gesagt. Echt? Dass sie sich viel streiten, ja, die Echt? Geschwister und das. Haben sie gesagt? Okay. Ja. So hat es eigentlich Spaß, aber für uns auf jeden Fall sehr interessant, wenigstens einen kleinen Einblick zu bekommen. Hello. Hey. Hey. Salam alaikum. Salam alaikum. Was wir jedenfalls jetzt schon sagen können, ist, dass die Menschen uns das Gefühl geben, willkommen zu sein. Und das ist für uns wertvoller als jede schöne Landschaft. Was ist gerade passiert? Bisher war Pakistan voll idyllisch. In einem Schlag ist alles hupt, alles voll. Wir sind nämlich gleich in Gilgit, eine kleine Stadt, wo wir vermutlich die nächsten Tage erstmal bleiben, weil die nächsten 4 Tage regnen soll. Und die wollen wieder richtig hoch in die Berge und da hätten wir lieber gutes Wetter. Salam alaikum. Germany. Erster Kreisverkehr. Ich bin gerade kurz in Panik geraten. Warum? Ja, ich wollte rechts in den Kreisverkehr reinfahren. Ah,
der erste Kreis. Da ist der erste Kreisverkehr. Cool. Und dann sind wir irgendwie da reingeraten. Italia. Hallo. Everyone. Egal wo man in Pakistan ist, überall spielen die Kinder Cricket. Das ist der Nationalsport dieses Landes. Ich sollte es auch versuchen, aber ich habe keine Ahnung von den Spielregeln. Du weißt ja gar nicht, was du machen musst. Okay, okay. Das war richtig cool. Ich wollte immer mal Cricket probieren. Und hier spielen sie halt überall auf allen Feldern und Gängen hier und Wegen. Wir wissen aber nie, ob du was richtig oder falsch machst, weil wir einfach die Regeln noch nicht Ich muss noch mal die Regeln durchlesen, weil irgendwie ich weiß nur, was man einen Ball werfen soll und ja, schlagen soll, wie beim Baseball. Aber wohin renne ich? Was mache ich? Was muss ich treffen? Keine Ahnung. Kurz darauf gab es die nächste faszinierende Begegnung, nämlich mit einem Pakistaner, der seine Hippie-Zeit vor vielen Jahren in Europa verbracht hat. Wir sind hier gerade entführt worden in so einen kleinen Schmuckladen vom Qayyum. Wir sind gerade ein bisschen fasziniert. Hello, thank you so much. You're welcome. Qayyum war 7 Jahre in Europa und hat sein Hippie-Leben da genossen. Und er hat uns gerade eine Zeitung gegeben von Ibiza, wie er halt jetzt ausschaut, in Gilgit, Pakistan, und hier, wo er jung war, in Ibiza. Das gibt's gar nicht, ey. Und er hat uns hier gerade auch was in die Hand gedrückt. Das sind auch Deutsche, die über ihn die glaub, hier waren. teilweise ein Buch geschrieben, glaube ich. Gell? Ich glaube, das Stück aus dem Buch raus. Kann sein. Ja, das ist gerade so faszinierend. Und er meinte halt, er teilt seine Liebe mit jedem, mit Vögeln, mit Hunden, mit Lebewesen, und er hat keine Vorteile in Sachen Religion oder in Sachen Länder, und er teilt seine Zeit auch gern mit ja, armen Menschen, wie man sieht. Aber er hat gesagt, eine gute Seele ist das Wichtigste. Und Wahnsinn. wir sind gerade so ein bisschen geflasht. You know, we were traveling together. Well, at the Paris Depot, and so then I was going to Germany. Qayyum führte uns dann noch zu einer Gebetsstätte, die er selbst restauriert hat und sehr stolz darauf ist. Und zu einem Second-Hand-Laden, wo wir uns die traditionelle Kleidung kaufen können. Wir sind hier gerade am Shoppen und ja, scheinbar haben wir was gefunden. Ein Kleidchen für Franzi und so, wie nennt man das, ein Anzug für mich. Und die Hosen, hier trägt man immer Hosen auch noch dazu. Ja, ja, große Größe. Da brauchst du eine arschdünne Bahnhofsuhr. Du passt dann einen Ärmel rein, alter Schwede. Aber es wird dann echt so eng gemacht, dass es halt dann passt. Ja. Echt süß. Ja, mal gucken, wie viel es kostet. Bin ich gespannt. Wir wollen es nur für die Zeit in Pakistan haben, um es dann am Ende zu jemandem zu verschenken, der es braucht oder sowas. Ja. Nicht überall in Pakistan darf man sich als Tourist ohne Begleitschutz frei bewegen. Schon am nächsten Tag ging es für uns mit einer Polizeieskorte weiter. Und wie wir in einer pakistanischen Edelsteinmine oder in dieser Wüste gelandet sind, das seht ihr im nächsten Video.